Okay, lass uns mal über was reden, das alle machen, aber worüber niemand spricht. Pipi. Yep, dein Urin. Denn das, was da täglich im Klo landet, ist viel mehr als einfach nur Abfall. Es zeigt dir, wie gut du mit Wasser versorgt bist. Und manchmal sogar, ob du krank bist, noch lange bevor du etwas merkst. Deshalb schauen wir heute ganz genau hin. Was will dir dein Urin eigentlich sagen? Und warum lohnt sich ein kurzer Blick in die Schüssel? Wir reden über Urlaub, Autos, Handys und neue Klamotten. Aber sobald es um das geht, was wir ausscheiden, wird es plötzlich still. Dabei gehört Urin zu den ehrlichsten Statusmeldungen deines Körpers. Und das Beste daran, du brauchst dafür kein Labor, kein Blutbild, keinen Termin. Nur einen kurzen Blick in die Toilette oder in einen Becher. Klingt eklig? Vielleicht. Aber es ist einer der einfachsten Gesundheitschecks, die es gibt. Du machst ihn sowieso. Du musst also nur hinschauen. Ich zeige dir heute, was die Farbe deines Urins bedeutet und was sie dir sagt. Welche Gerüche auf Probleme hindeuten. Wann du sofort zum Arzt solltest und was meistens harmlos ist. Wie oft Pinkeln eigentlich normal ist und was du tun kannst, wenn dir dein Urin sagt, hey, da stimmt was nicht. Glas Nummer 1, fast komplett klar. Sieht nahezu aus wie Wasser. Was das bedeutet, du hast richtig viel getrunken, vielleicht sogar zu viel. Dein Körper spült durch und deine Nieren arbeiten auf Hochtouren. Wenn dein Urin immer so aussieht, dann heißt es, du übertreibst es einfach mit dem Wasser oder du nimmst vielleicht Entwässerungstabletten. Also gut, wenn du trinkst, aber du musst dir nicht täglich 5 Liter reinkippen. Die zweite Farbe ist hellgelb. Das hier ist quasi der Urin-Oscar. Genug getrunken, alles im Gleichgewicht, nichts auffällig. Wenn dein Urin so aussieht, dann passt alles. Du kannst genauso weitermachen und du musst nichts verändern. Die Hydration passt. Nummer 3 ist schon deutlich dunkler, oder? Das bedeutet, du hast zu wenig getrunken. Dein Körper spart Wasser und konzentriert den Urin. Passiert oft nach Sport, Kaffee oder Alkohol. Aber wenn das dein Dauerzustand ist, dann solltest du definitiv mehr trinken. Am besten gleich jetzt ein Glas hinterher und in Zukunft über den Tag verteilt immer wieder mal nachfüllen. Jetzt wird's ernst. Typ 4 ist honigfarben bis braun. Es kann tatsächlich eine starke Dehydrierung sein, also deutlich zu wenig Wasser. Aber es kann auch deine Leber sein. Wenn dein Urin so aussieht und du zusätzlich noch gelbliche Augen bekommst, Juckreiz hast oder dich schlapp fühlst, dann bitte nicht googeln. Ab mit dir zum Arzt. Einmalig ist das schon okay, aber wenn es regelmäßig vorkommt, bitte checken lassen. Der nächste Urin ist trüb milchig oder sogar noch teilweise schaumig. Und hier, die Farbe ist nicht mehr klar. Das kann vieles bedeuten. Infektion, Eiweiß im Urin oder Nierenbelastung. Wenn das einmalig vorkommt, dann hast du vielleicht zu viel Eiweiß gegessen. Aber wenn das öfter so aussieht und unangenehm riecht, dann lass es bitte ärztlich abchecken. Trüber oder schäumiger Urin ist kein Zufall. Das ist ein Warnsignal. Die nächste Farbe, rötlich oder rosa. Ein Rotstich. Jetzt ist die Frage, hast du rote Beete gegessen? Falls ja, dann entspann dich. Wenn nicht, kann das Blut sein. Diese Farbe kann von harmlos bis ernst reichen. Und es gibt keine Regel, wer betroffen ist. Also, wenn du keine eindeutige Erklärung hast, dann bitte abchecken lassen. Und zwar sofort. Und nun die letzte Farbe, grün oder manchmal sogar blau. Ja, kein Witz, grüner oder sogar blauer Urin ist möglich. Oft sind es Farbstoffe, Medikamente oder Kontrastmittel. Wenn du Methylenblau zum Beispiel einnimmst, kann das so eine Pipi erzeugen. In ganz seltenen Fällen können es aber auch Bakterieninfektionen sein. Wenn du kürzlich irgendein Medikament genommen hast, kein Stress. Aber wenn es ohne Grund passiert, bitte abklären lassen. Okay, Farbe ist 1, aber was ist eigentlich mit dem Geruch? Ja, ich weiß, will man eigentlich nicht darüber reden. Aber Geruch kann ein ziemlich deutlicher Hinweis sein. Jetzt erkläre ich dir mal die 4 häufigsten Varianten und was sie bedeuten. Erstens, süßlich wie Zuckerwatte. Klingt erstmal gar nicht so schlimm, oder? Aber ein süßlicher und fast fruchtiger Geruch kann ein Hinweis auf Diabetes sein. Besonders auf Typ 1, wenn der Körper Ketone bildet.
Wenn du das also öfter riechst oder öfter mal pinkeln musst, dann lass mal deinen Blutzucker messen. Zweitens, beißend nach Ammoniak. Das ist typisch bei zu wenig Trinken. Wenig Flüssigkeit bedeutet, dass der Urin stark konzentriert ist und das riecht sehr unangenehm. So ein Geruch kann aber auch auf Harnwegsinfekte hindeuten. Wenn es also regelmäßig riecht wie Katzenklo, dann bitte mehr trinken und wenn das nichts hilft, dann abchecken lassen. Nummer 3, fischig oder faulig. Und jetzt wird's richtig unangenehm. Ein stechender, fischiger oder fauliger Geruch kann auf eine bakterielle Infektion hindeuten, besonders im Harntrakt. Aber wichtig, wenn du kurz vorher Fisch oder Meeresfrüchte gegessen hast, dann keine Panik. Das ist dann nämlich eine ganz normale Reaktion deines Körpers. Typische Auslöser für so einen Geruch sind stark riechende Fischarten, bestimmte Vitamine, zum Beispiel B6 in sehr hohen Dosen und selten auch eine genetische Stoffwechselstörung. Aber wenn es bleibt und du zusätzlich Beschwerden hast, zum Beispiel Brennen, häufigen Harndrang oder Schmerzen, dann bitte unbedingt abklären lassen. Nicht auf eigene Faust behandeln, denn gerade Infektionen gehören sehr früh erkannt. Wie oft ist Pinkeln eigentlich normal? Zwischen 6 und 8 Mal am Tag ist normal. Aber das hängt natürlich davon ab, wie viel du trinkst, wie groß deine Blase ist, wie warm es draußen ist und was du gegessen hast. Wichtig ist eher, was fällt dir auf? Wenn du zum Beispiel plötzlich ständig aufs Klo musst und vor allem auch nachts und kaum was rauskommt, obwohl der Drang da ist, dann lohnt sich auch ein Blick hinter die Kulissen. Und wenn es beim Wasserlassen brennt oder zieht, dann bitte nicht ignorieren. Klar, nicht jedes komische Pipi ist gleich ein Notfall. Aber es gibt klare Warnzeichen, bei denen du nicht abwarten solltest. Blut im Urin, ohne dass du rote Beete gegessen hast oder gerade deine Periode hast. Brennen oder Schmerzen beim Wasserlassen. Ständiger Harndrang, obwohl kaum was rauskommt. Schaumiger oder trüber Urin, der nicht einmalig ist. Sehr dunkler Urin und gelbliche Haut oder Augen. Und ein plötzlich veränderter Geruch, der ekelhaft riecht und länger bleibt. Wenn du sowas bemerkst, bitte lass es ärztlich abchecken und nicht googeln und auch nicht abwarten. Und natürlich können auch fehlende Nährstoffe für viele Sachen verantwortlich sein. Wenn dich die Themen Nährstoffe, Supplements, Ernährung und deine Gesundheit interessieren, dann habe ich was für dich. Schau dazu einfach mal in Gezielt ergänzt. Den Link dazu findest du unterm Video in der Videobeschreibung. Und wusstest du eigentlich, dass manche Menschen ihren Urin trinken, um Hautprobleme loszuwerden? In diesem Sinn, Prost und bis zum nächsten Video. Bleib gesund!